Ahoi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen bei Kurt Bastelt. In diesem Video habe ich endlich den Morpher des grünen Samurai Rangers aus Power Rangers Ninja Storm für euch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video und los geht's. Ja, zuallererst habe ich mir so eine Kunststoff-Acryl-Dekokugel besorgt. Diese hier hat einen Durchmesser von 9 cm. Nachdem ich den Mittelpunkt der Kugelhälften bestimmt habe, konnte ich dann aus Moosgummi diese Form ausschneiden. Dafür habe ich 1 mm und 2 mm starken Moosgummi genommen. Die blauen Streifen bestehen aus 1 mm starkem Moosgummi und in diese Streifen habe ich diese Rillen geritzt. Damit das Ganze ein bisschen professioneller und ordentlicher aussieht, habe ich mir so einen Dichtungsring besorgt, den ich dann mit ganz billigem Sekundenkleber auf diese Moosgummi-Konstruktion kleben konnte. Und mit Hilfe des Dichtungsrings konnte ich dann den Mittelpunkt auf einer dieser Hälften bestimmen, habe das Ganze mit einem Folienmarker aufgezeichnet und konnte dann den inneren Teil mit einem Lötkolben einfach ausbrennen, wegschmelzen. Dabei entstehen aber ziemlich hässliche Kanten und Hügel und die kannst du mit einem Schleifstein oder Sandpapier wegschleifen oder so wie ich mit einem Teppichmesser vorsichtig den überstehenden Kunststoff wegschnitzen. Wenn die Oberfläche dann soweit angeglichen ist, kannst du dann die Moosgummikonstruktion mit Sekundenkleber auf die Kugelhälfte kleben. Die 4 freiliegenden Stellen werden dann ebenfalls mit Moosgummi abgeklebt und dafür kannst du dir eine Schablone anfertigen. Ich glaube, es ist tatsächlich einfacher, wenn man diese Formen zuerst aufklebt und dann diese Schlitze herausschneidet. Dabei verzieht sich dann der Moosgummi nicht so stark und behält die Form. Achte hierbei wirklich darauf, dass du den Sekundenkleber nur am Rand der einzelnen Moosgummiflächen aufträgst. Nicht in die Mitte, sonst klebst du die Stellen mit fest, die wir ja später rausschneiden wollen und dann sieht das Ganze ziemlich hässlich aus. So, die Vorderseite der Kugel ist soweit erstmal grundierbereit. Ich habe nicht gefilmt, wie ich die hintere Kugelhälfte auch noch mit Moosgummi beklebt habe, aber das siehst du ja dann. Dafür habe ich auch wieder 2 mm starken Moosgummi genommen. Und nachdem die Grundierung dann trocken war, konnte ich die beiden Kugelhälften mit Chromlack lackieren und dann in den entsprechenden Farben bemalen. Die Münze in der Mitte habe ich zweimal aus Fotokarton ausgeschnitten, also gedruckt auf Fotopapier und dann ausgeschnitten. Und damit das Ganze einen leichten 3D-Effekt bekommt, habe ich dann den inneren Teil der Münze mit etwas Moosgummi auf den unteren Teil der Münze geklebt. Aus einem Stück transparenter Kunststoffverpackung habe ich diese Scheibe ausgeschnitten, die ich dann mit Sekundenkleber ins Innere der Kugel geklebt habe. Am äußersten Rand dieser Kunststoffscheibe habe ich dann einen weiteren Gummidichtungsring befestigt. Ich brauchte dann nur noch eine Scheibe aus schwarzem Moosgummi ausschneiden, auf dieser dann die Ninja-Münze befestigen und diese schwarze Scheibe mitsamt der Münze dann kopfüber in die Kugel kleben. Und mein Ninja Storm Samurai Morpher des grünen Rangers war somit fertig. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und reingeklickt hast. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche dir erst einmal viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mach's gut.